Hallo und herzlich willkommen zurück in Malawi. Wir sind Yvonne und René und bereisen mit großer Leidenschaft seit über 4 Jahren den afrikanischen Kontinent. Der enge Kontakt mit Mensch und Tier liegt uns besonders am Herzen und genau das möchten wir mit euch teilen. In dieser Woche entdecken wir den Livonde National Park, sowohl vom Wasser aus als auch auf dem Landweg. Viel Spaß dabei! Eben gerade mal den Game Drive beendet, bisschen Strom produziert, gefrühstückt und was ist? Im Hintergrund plötzlich Törö. Kommen die Elefanten hierher. Das ist ein bisschen cool schon wieder. Ich gehe mal mit euch in die Richtung. Damit ihr die auch mal sehen könnt. Da sind sie, 2 Stück. Ich wollte eigentlich entspannt mal eine Hängematte gehen jetzt, aber irgendwie ist das, glaube ich, wieder viel zu aufregend. Und zufrieden? Das ist ein super Tag. Noch besser. Da wartet meine Hängematte. Mit Buch und Brille schon drin. Jetzt gehen wir mal hier oben in unser Wohnzimmer und gucken uns das von hier aus an. Oh, das ist schon geil. Das ist schon ganz schön famous. Kommen immer mehr. Der Livonde National Park südlich vom Malawisee direkt am Shire River ist das beliebteste Schutzgebiet des Landes und bekannt für seine wieder angesiedelte Artenvielfalt. Unser Camp liegt im Park, der aufgrund der Nähe zur lokalen Bevölkerung eingezäunt ist. Unser Camp allerdings nicht. Daher kann alles, was hier lebt, auch zu Besuch kommen, wie wir eindrucksvoll gezeigt bekommen. Sie geht zurück. Man hat eben ganz viele andere Elefanten gehört. Wir schreiten voran zu Teil 2 von dem heutigen Tag. Es geht jetzt auf Bootstour. Ich bin mal gespannt, was für ein Boot. Ich habe gar keine Ahnung, ob das jetzt hier so ein Alu-Katamaran gibt oder ob das irgendeine Nussschale ist. Wir wissen es gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Haben wir natürlich auch voll Bock drauf. Die Flasche steht noch drin. Bock haben wir, aber wir müssen erst mal trinken mitnehmen. Mein Mann guckt mir euch an. Was hat er in der Hand? Erstens mal die Kamera, die ich ihm aufzwingen musste und ansonsten nichts. Nichts. Ich bin da so aufgeregt. Das ist echt, Leute, ernsthaft. Da geht der Hustenanfall. Ja, Du. genau. Oh. Ja, ich habe ja zum Glück hier eine große Frau dabei, die löst die Probleme für mich. Das findest du manchmal gar nicht mehr lustig. Nee, ich finde das wirklich nicht lustig, aber dann bin ich ja immer der Drache, wenn ich das nicht lustig finde. Genau, deswegen lass doch die Kamera an, das gibt weniger Ärger. So, aber jetzt hier volle Attacke. So, hier. Im Top-Safari-Outfit mit Hut, Rucksack, Flaschen. Die Frau ist gut bewaffnet. Ich erinnere mich dran, das war schon früher so, wenn wir mit den Kindern irgendwo hin sind. Wir haben halt alles getragen. Ich habe meistens so ein Kind irgendwie an der Hand gehabt nur. Also der Beginn dieser Tour ist wieder in einem Safari-Auto, weil wir müssen natürlich irgendwo ins Wasser gebracht werden, wo uns das Boot einpacken kann. Also den kennen wir schon. Und hier ist ja das Elend, der arme BJ ist kaputt. Aber hier nur Anlass erscheinbar.
Ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja. Da vorne sieht man schon unser Boot. Das wir über einen improvisierten Steg erreichen und auch gleich losfahren, doch wir kommen nicht weit. Wir sind jetzt gerade an der Wasserfront von unserer Campsite. Nicht weit, aber der Schlamm und Morast geht halt schon einige 100 Meter entfernt weiter. Das Wasser ist hier ganz, ganz niedrig, sodass wir nicht richtig dolle nah rankommen können. Aber das ist doch schon schön. Mächtige Bullen. Nach und nach trifft eine Gruppe mächtiger Bullen am Ufer ein. Es sind nicht die Besucher unseres Camps, denn es handelt sich ausschließlich um männliche Tiere. Unbeeindruckt von unserer Anwesenheit fressen sie hingebungsvoll das saftige, hochgewachsene Seegras, während wir sie alle aufmerksam und fasziniert beobachten. Auch die Fischer lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, während sie ihre Boote in Ufernähe starkend bewegen, fast wie die Gondolieri in Venedig. Offenbar haben Mensch und Tier hier gelernt, einander zu akzeptieren und friedlich miteinander zu leben. Friedfertigkeit ist nicht gerade ein Attribut der Nilpferde. Innerhalb von Sekunden können sie aus dem Wasser schießen und ihre Gegner attackieren. Nicht umsonst gelten sie als die gefährlichsten Tiere Afrikas. Wir müssen uns von den Dickhäutern des Wassers trennen, denn die Fahrt führt uns über die komplette Breite des Shiré Rivers zu der gegenüberliegenden Uferseite, wo die Schutzzone der Tiere erweitert wurde. Ein Baby Croc. Die können auch süß sein. Der Größenunterschied lässt sich filmisch sehr schwer festhalten, aber nach dem Baby Croc entdecken wir mehrere wirklich massive Exemplare dieser Spezie, die bis zu 100 Jahre alt werden können. So große Tiere haben wir bisher noch nicht in freier Wildbahn entdecken können. Untergegangen ist es.
sind wir wieder. Immer gucken, wo du hintrittst. Sagt die Richtige und fällt rein in dem Moment. Am nächsten Morgen geht es früh aus den Federn. Es wird mittlerweile gegen 5:20 Uhr schon hell, womit man meinen schwankenden Gang hoffentlich etwas entschuldigt. Außerdem muss ich gleichzeitig immer schon schauen, welche Tiere es in der Nähe zu entdecken gibt. Einen schönen guten Morgen zu Tag 2 zum Game Drive. Wir trinken jetzt erstmal schnell unseren Kaffee. Heute Nacht oder gestern Abend haben die Elefanten um uns herum gewütet. Ich habe ja erst gedacht, es wäre einer, der nur kurz was gearbeitet hat, ein Mann. Aber die Geräusche... Ich möchte kurz erwähnen, um 10 Uhr abends. Dann fängt hier angeblich einer an zu arbeiten. Ja, was kurz wegschieben. Ich habe gleich Panik gehabt. Blätter schreiben, Blätter ziehen. Aber René kann euch das jetzt gleich mal zeigen, wo die waren. Die waren einfach direkt hier um die Ecke. Direkt hier unten dran. Da steht das Auto. Die waren so drumherum. Aber ich meine, nicht umsonst liegt hier überall Elefantenkacke im Camp. Und da ist nämlich jetzt gerade ganz, ganz frische und deswegen hat es für mich jetzt Beweis genommen. Die waren wirklich, die haben lange hier um uns herum gefuttert. Das war sehr schön. Aber jetzt gehen wir wieder gleich nach unserem ersten Kaffee los zum Game Drive. Wir sind im Park und folgen erstmal unserem Safari-Auto von gestern. Das ist nämlich kurz vor uns, auch wenn man es gerade nicht sehen kann. Aber es geht jetzt los. Ich muss jetzt erstmal gleich Fenster putzen, während René den Eintritt noch bezahlt, weil das haben wir tatsächlich gestern vergessen. Und wir wollen noch eine klare Durchsicht haben. Auf jeden Fall. Da ist er wieder. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute machen wir einen Game Drive. Attacke! Wir haben heute Morgen mal gesprochen, wie wir denn die Runde machen, weil hier rechts rum, hinter diesem Berg und um diesen Berg rum ist ja die Nashornroute. Da würden die ungefähr 30 Nashörner haben sie hier im Park. Die würden alle da irgendwie hinten in der Ecke leben. Aber Nashörner sind den ganzen Tag aktiv bzw. nicht aktiv. Wir gehen jetzt erst einmal auf Katzenjagd. Wir können es einfach nicht verleugnen. Die großen Katzen haben es uns einfach angetan und es ist jedes einzelne Mal extrem spannend, auf die Suche zu gehen. Denn wer glaubt, dass man eine Sichtungsgarantie hat, täuscht sich gewaltig. Daher tauschen sich die Guides auch immer aus untereinander. Wir haben auf jeden Fall wieder mächtiges Glück und zwar ganz alleine und ganz empfindliche Seelen müssten jetzt vielleicht gleich mal wegschauen. Und 3 Löwen. Wir entdecken 3 Junglöwen, die scheinbar einen Kill hatten. Richtig hungrig erscheinen sie uns aber nicht, denn immer wieder spielen sie sowohl miteinander wie auch mit ihrer Beute, bei dem es sich um einen Wasserbock handelt.
Hier ist richtig was Ich los wollte gerade hier. sagen, hier seht ihr jetzt gleich, dass richtig was los ist. Hier, guckt doch mal. Das Auto vor uns ist ja unser Freund von gestern, der uns alleine durch die Gegend gefahren hat. Und der ist jetzt voll besetzt heute. Und es kommen noch 2 Fahrzeuge. Und die sind alle voll besetzt. Was hatten wir gestern doch tatsächlich für ein Glück, dass wir nur alleine in dem Fahrzeug saßen. Da hat sich ein Cheetah, ein Gepard versteckt. Den Tipp haben wir ja von unserem Freund von vorne vom Auto mitbekommen. Den hätten wir auch nicht entdeckt. Außer natürlich, wenn da jetzt ein anderes Auto gestanden hätte. Aber und das ist so untypisches Gebiet hier. Immer Zufall, sowas zu sehen. Du fährst ja hier entlang, dann guckst du rechts, links die ganze Zeit so durch. Man weiß ja gar nicht genau, auf was man so achtet. Und irgendwann muss man eine Silhouette oder halt das Gemusterte sehen. Das kann auf dem Boden sein, das kann auf dem Baum hängen. Aber das kann auch eine getrocknete Frucht sein, so wie der da liegt. Einfach mit seinen Tupfen. Der verschmilzt echt perfekt mit der Natur. Pickelt im Liegen. Cheetahs, wie Geparden auf Englisch heißen, sind extrem selten in freier Wildbahn zu entdecken, denn sie sind Meister der Tarnung, ebenso wie Leoparden. Das getupfte Fell verschmilzt mit der Umgebung und gibt sie nur selten frei. Na komm, zeig nochmal dein schönes Gesicht. Ja, so ist gut. Nee. Kurze Zeit später, die anderen Fahrzeuge waren mittlerweile weitergezogen, entdeckten wir keine 5 Meter weiter einen zweiten Geparden, der bisher unbehelligt unter einem Baum ruhen konnte. Das zum Thema Tarnung. Da sind unsere Freunde, die Elefanten. Da hinten sind aber noch viel mehr. Es ist so eine Pracht, diese großen Tiere zu beobachten, auch wenn ich unfassbaren Respekt vor ihrer Kraft habe. Sind sie wunderschön anzuschauen und jetzt nur ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Denkt daran, wenn es euch gefällt, lasst uns ein Abo da und kommentiert und liked fleißig, denn Kanalwachstum ist und bleibt wichtig für uns. Danke. Oh fuck. Also mein Puls ist eben wieder sehr hoch gegangen. Ich habe mit der großen Kamera gefilmt und hatte plötzlich keinen grauen Ausschnitt mehr.
Und René wird jetzt gerade ein bisschen übermütig, glaube ich. Ja, genau. Der sagt ganz deutlich, oder sie sagt ganz deutlich, Obacht geben, länger leben. Wir haben nämlich ganz viele Kälber dabei. Lass uns in Ruhe. Habe ich gemacht. Todesmutig den Rückwärtsgang eingelegt. Ich muss ja sagen, also mein Mann hat gerade sehr, oh, da bewegt er sich hier. Richtig, Achtung. Ich bleib mal kurz zwischen stehen, oder? Du kannst hier noch ein bisschen links. Mein Mann hat auf jeden Fall hier gerade sehr intensiv nach den Vögeln geguckt. Und was macht er? Da liegt unser Mann von gestern. Das am Vortag noch etwas verpeilt wirkende Löwenmännchen liegt nun in all seiner Pracht im Schatten eines kleinen kümmerlichen Baumes und zieht sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich. Nicht weit entfernt entdecken wir auch die passende Dame dazu, die sich immerhin erbarmt, sich ein wenig zu bewegen. Ach ja, die Natur hat gerufen. Wir haben ja Glück, die Löwin hat sich jetzt bewegt, und zwar hinter diesem Busch. Da ist sie. Und da führt auch eine schöne Piste hin. Wir sind also nicht Offroad. Da legt sie sich jetzt vielleicht gleich mal hin. Dann können wir direkt bei ihr sein. Okay, here we are. Vielen Dank, dass du uns den Weg gewiesen hast. Denn aus einer wurden plötzlich 4 prächtige Löwinnen, derer wir nicht satt werden zu beobachten. So wunderschöne Tiere sind das. Wie schon häufig beobachtet, ist eines der Tiere mit einem Halsband mit Peilsender versehen. Dies geschieht immer zu deren Schutz, aber auch zur weiteren Verhaltensforschung. Das hier ist auch wieder gerade ein Bild für die Götter. Wir sitzen hier auf der einen Seite, gucken wir nach den Löwen und da drüben marschiert hier gerade mal Colonel Hardy mit seinem Gefolge entlang. Unser Safari-Guide vom Vortag wollte uns noch weismachen, dass es zu dieser Zeit ausgesprochen unüblich wäre, Elefanten zu entdecken und dass diese sich eher weiter hinten im Landesinneren aufhalten würden. Den Eindruck können wir nicht bestätigen, denn ist doch dies jetzt schon unsere 3. Begegnung an einem Tag mit größeren Familien. Mädels, es war uns eine Freude. Wir müssen euch jetzt leider noch mal kurz in eurer Mittagsruhe stören, weil wir jetzt den Motor anlassen. Wunderschön. Das sind einfach fantastische Tiere. Das ist halt einfach schon, wenn man so nah halt irgendwie da dran ist, das hat halt immer was. Das ist so, was erregt mich komplett. Bin ich aufgeregt. So, yalla. Irgendwas haben wir gerade verloren. Wir haben furchtbar schepperndes Geräusch. Auspuff.
ist es, ich kann zaubern. Es war ein sehr metallisch rappelndes Geräusch. Ich vermute mal, dass ein Stein vorne Richtung Bremsscheibe sich irgendwo bei der Bremse irgendwo verhakt hat. Und dass der beim Anhalten und eben dem kleinen Stück zurückfahren, dass der da wieder rausgefallen ist. Also, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wenn es das war, aber ich gehe davon aus. Wir haben jetzt den Park verlassen. Und damit verabschieden wir uns heute von euch. Das waren 30 Stunden Afrika, verpackt in knapp 30 Minuten. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr empfehlt uns weiter. Wer unsere Arbeit an den Filmen monetär unterstützen möchte, findet den PayPal-Link unter der Videobeschreibung. Dafür schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Wir wünschen euch eine gesunde und schöne Woche und es bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.